Guten Morgen erstmal. Frisch um 9 Uhr, ne, halb 11 haben wir schon, sorry, aus dem Jack's Fitness hier, Las Vegas, zum Olympia-Fotoshooting. Hier entstehen einige Magazinbilder, einige Promotion-Bilder und ja, es wird nicht geschlafen. Als Profi muss man Profi durch und durch sein. Deswegen ging es heute Morgen früh raus. Ganz witzig, hätte man eigentlich filmen sollen. Ich bin um 4:30 aufgewacht oder so, war hellwach und habe dann einfach begonnen, das Airbnb aufzuräumen, vorzukochen und das Frühstück zu machen. Und ja, hat irgendwie so Post-Olympia-Vibes. Jetzt geht die Arbeit hier weiter. Man realisiert es sogar und ich bin heute runtergekommen, die Medaillen lagen da so auf dem Küchentisch. Und ich dachte mir, ey, heftig, Top 3, Bronze, also wir sind auf dem Treppchen, krank, scheiße. Aber das wird sich alles dann legen, sobald ich glaube im Flieger zurücksitze und mal ein bisschen Gedanken habe, weil ihr seht, deswegen habe ich auch gesagt, Markus, komm, Gott sei Dank warst du dann auch früh wach, direkt hier getroffen, rübergefahren, weil ich das euch eben auch zeigen wollte, so nach dem Olympia ist vor dem Olympia sozusagen und es geht direkt weiter mit Arbeit. Aber ich genieße es voll, wir sind hier alle am Start, die ganzen Top 5 aus der Classic, dann eben noch die Top 5 aus der Open getroffen, ein paar Stück. Men's Physik kommt dann auch noch, Bikini und alle Klassen durch. Und später will ich auch noch trainieren, das lasse ich mir nicht nehmen. Aber genau, ihr begleitet mich heute durch den Tag. Einen Tag nach dem Olympia. Was geht eigentlich ab nach einen Tag nach dem Olympia beim Bären? Viel Spaß. At least 8 to 10. Oh yeah, I was gonna say minimum. Yeah. Perfect. Yo guys, hier mit Brian am Start. Say hello to your German crowd. What up, German crowd? No, right now it's getting international because the guys are also looking at our stuff. Yeah. We did the back day video post Olympia last year. Yeah. And nice. Definitely got some hacks and some tips from this guy. Yeah, so. It was good, and I gave him a little too much, guys, because then the next 2 shows he got me. Bro. But for real, you looked phenomenal yesterday. It was awesome showing. Same, brother. Same. Great show. And that will be probably the last time, brother, that we face off, because I'm up in divisions now. I'm going to take my talents to the 212 division. Awesome. It's been a pleasure and an honor competing with Sibam for all the years, and now you guys, you and Ramon now for and Terrence for now the so many shows. What, 3-4 shows now we've competed against each other. And you are so young, brother. You're going to be in this division, and you're going to be the face of it for so many years. It's crazy to compete with you. I always wanted to say thank you to you because it's an honor for me. You're the first generation classic physique. Yeah. I was 15 years old looking up to you, and I'm said like, what the fuck? 15 guys. Imagine, he said 1-5. Looking up to these guys, and now we're standing next to each other talking about pancakes doing photo shootings. Amazing. Imagine. It's crazy. Well, I tell you what, that's an honor and a pleasure, and that's really heartfelt right there. That's what it's all about. We really inspired a lot of young guns out there. So. And that's what it's all about, you know. It's what it's all about. That's a job well done, and that fulfills my heart and my soul when I hear you say that. That's a true champion. Yeah, so. That's fulfilling right there. 2 times champ, Brian Ansley here. And now you have to be 2 and 3 and 4 and 5. He has so many. Look at his development already. He has so many years ahead of him, and people don't even realize like how the talent already now at this age, and how much more development and how much more crystallizing he's going to do in this division. It's going to be really phenomenal to see the progression. So I can't wait, brother, because I'm a fan and I'll be paying close attention. Thank you, bro. All right. Yeah. Absolutely. German fans, German supporters. Love you guys. I will definitely be in FIBO next year. Definitely, we already have locked it in and talked about it. It's gonna make a lot of people happy, brother. Yeah, I will see you guys, okay? And then we get some pancakes. Right? Yeah, in German pancakes. It's called Pfannkuchen. Pfannkuchen. Yeah. Pfannkuchen. Okay, coming to my mouth soon. Pfannkuchen pump. Pfannkuchen pump, for sure. We need that. Awesome, we need that. It's so cool. Jetzt werden ja noch ein paar Pictures gemacht hier. We got the 4 times champion here.
again. Skinny bear. It's us again. So we put it in some pics and some content, some memories together. Because next year I'm gonna be bigger. Big boy, me too. And, so you also. You better be really big. Yeah. Or you're gonna be gray. Yeah. So we will see. And you're going to the seminar now. Yeah, I gotta head over there right now. He needs to do a lot of more work. A lot of bullshit. But I think I'm coming over as well. So yeah, just need to listen what you say. For sure. Yeah, always, you know, always stealing the secrets, bro. Polish and he's Canadian. Yeah, the Polish Canadian mixes. And again, Bist du ein Bild oder was? Ja. we're done the shot, we're doing it. We're both gone. Just you and me. Okay. Jetzt haben wir hier den Fotografen Kent am Start. Wer sich an das Bild erinnert von dem Magazin, wo ich drauf bin, es kommt unter anderem von ihm und ein paar andere geile Shots. Wir haben letztes Jahr schon nach dem Olympia geshootet und ja, deswegen fangen wir jetzt an und flowen und grooven uns rein, machen eine halbe, dreiviertel Stunde Bilder, je nachdem. Und ja, die Ergebnisse kann man dann je nachdem wo sehen. Und ja, das ist der Vibe hier am Morgen. Auf jeden Fall ein bisschen Pump abholen, das was ich lieb, flexen, pumpen und lachen, Alter. Was gibt's Besseres? Bester Job der Welt. Wait. So wait. The killer shots. Yeah. Ja, Mann, hier werden Bilder geschossen, die gehen auf jeden Fall noch steil. Die gehen unter die Haut. Richtig geil, lohnt sich. Hat sich auf jeden Fall schon gelohnt hier anzutanzen. Right, like I like that one. I like shooting with this guy. That's oh, right there. Look at this one. That's crazy. Look at that shit. Wow. You're like right into it, Detail shot. right? I like Awesome. that. It's okay. Next. Nice. Ja. There's one in there for sure. Ja, haben geile Shots auf jeden Fall. Draußen habt ihr auch schon gesehen, die fand ich irgendwie am coolsten so. Aber ja, nimmt man immer mit. Aber ich mache jetzt noch ein paar und dann fahren wir rüber. Aber ich in der Posing-Hose. Auch bei der Ernährung wird weiter Business gemacht. Denn die nächsten Tage muss ich auf jeden Fall gut aussehen und ein Vögelchen hat gezwitschert, es geht noch weiter. Also ich will es jetzt noch nicht droppen, aber wir dürfen uns auf jeden Fall nicht extrem gehen lassen. Und deswegen wurde halt vorgekocht, Chicken und Spargel hier am Start, jetzt als kleine Stärkung. Und dann geht's weiter. Ja, auf jeden Fall einiges heute im Plan und wir nehmen euch mit. Tür auf jetzt hier. Jetzt sind wir vor der Rap One WG, a.k.a. Ja, Alice macht das gut. Alice tut Hallo! die Katerstimmung Herzlich weg. willkommen. Herzlich willkommen in der Casa der Rap One. Pokertisch ist schon aufgebaut. Macht schon Meal Prep. Der braucht schon vorgekocht. Das ist doch David Hoffmann und wo erwischen wir ihn? Bei wie viel? 450 Gramm Huhn? Keine Ahnung, ey. 1,9 Pfund. Also 1,9 mal 454, Markus? Schnell? Nicht so früh am Morgen. Ich habe gehört, es schläft da gerade jemand noch sein Rausch aus. Sagen wir wecken den jetzt mal. Kurz vor 1. Ganz klassisch. Was sind da für Tumulte? 13 Uhr, sie wollten geweckt werden. Ja, ich war eh schon. Coach. Ich weiß. Ja, wir haben ungesundes Essen gegessen. Wie ist die Lage hier? Und ich bin Du gleich, lässt sich gut schlafen. und ich bin gleich wieder geschlafen. Kaubkoma. Mir kam es doch gar nicht so hacke vor. Also es ist ganz Nein. entspannt. Voll. Im Vergleich zu meinen Homies. Thomas, Philipp. Grüße gehen raus. Lebt Philipp noch? Muss ich mal anfragen. Hat Ich hab Thomas mich- die bekommen? Okay, Das wird können wir jetzt gebiebt. Bitte. Gibt es das Wort auf YouTube nicht? Ich weiß nicht, wie hart die mit der Monetarisierung sind. Ja,
mir geht es gar nicht um die Monetarisierung, sondern um die Ruhm und Ehre meines besten Freundes. Ja, er hat sie erobert. Ja, erobert. So, wir sitzen jetzt in fremder Bude hier in der Rap One Zentrale und ich habe mir jetzt gedacht, der ausgenüchterte Stefan, Coach des Jahres, in meinen Augen, ja, für mich der beste Support, sitzt neben mir und wir machen ein kleines Fazit, was den Athleten Urs Kalecinski angeht. Zu diesem Olympia-Fest interessiert bestimmt einige von euch. Und ja, ich übergebe das Wort an Stefan, der kann euch bestimmt einiges mehr dazu zu sagen, zum Ablauf, wie der ganze Plan am Ende aufgegangen ist. Denn das Gute ist, er hat es immer im Kopf und ich kriege nur die Anweisungen und habe es einfach 1:1 ausgeführt. Und am Ende hat es meiner Meinung nach super funktioniert. Aber ob da, was mich auch immer interessiert, Stefan geht ja auch auf die Psyche ein, ob dann am Ende doch irgendwas trickier war, als er sich dachte. Das ist immer witzig, weil das erzählt er mir dann meistens ein paar Tage später so, ey, wie war es beim Wettkampf in Kuwait zum Beispiel? Hat er zum Beispiel gedacht, ich werde nie im Leben das Gewicht schaffen oder die Form wird komplett schrecklich sein, hat er dann Alice auch geschrieben, aber die haben es mir erst natürlich danach erzählt. Und vielleicht war jetzt irgendwo auch der Fall und dann kriege ich es jetzt vor laufender Cam, die Live-Reaction mit, aber ja, Stefan. Das Schöne am Bodybuilding-Sport oder das, was viele oft nicht glauben, ist, es ist wirklich jede Vorbereitung anders. Und ich gehe eigentlich an jede Vorbereitung anders ran. Und das ist auch gut so, weil der Urs der lebende Beweis dafür ist, dass man das muss. Die Olympia-Vorbereitung jetzt hat mit den anderen 3 Vorbereitungen, die wir miteinander gemacht haben, gar nichts zu tun gehabt. Also so 0, nix, also als ob es ein anderer Mensch wäre. Bis zur Olympia-Vorbereitung war es, damit ihr euch das draußen vorstellen könnt, eigentlich so, dass man Urs kasteien und runterhungern musste. Also bis inklusive letzte Saison bei der Arnold war es so, dass der Urs oft 6 Wochen lang 2000 Kalorien gegessen hat mit 1,5 Stunden Cardio am Tag, dass das Gewicht in die Richtung gegangen ist, wo es notwendig war, einerseits für den Weigh-In, aber andererseits auch, um die Form so hinzubringen, wie sie sein sollte. Jetzt ist zum Beispiel auch wieder eine Urs Kalecinski-Eigenheit, die Leute freuen sich ja draußen über Streifen im Gluteus. Jetzt ist es so, Streifen im Gluteus hat der Urs 100 Weeks out, sprich immer, das ist nicht das, was seine Qualität oder seine Härte beschreiben würde, würde ich mich darauf verlassen, werden wir verloren. Er hat ganz andere Kriterien, auf die man achten muss, die Tiefe der Separationen in den Beinen, der untere Rücken, wie der sich verhaltet. Und damit das in Form kommt, musste er in der Vergangenheit leiden, wie eigentlich sonst kein anderer meiner Athleten. Jetzt rein von Zahlen gesprochen, Leiden ist ja immer subjektiv, muss man auch dazu sagen, aber rein von Zahlen gesprochen war das halt schon brachial arg. Und das war dieses Mal halt ganz anders. Was auch anders war, wir hatten früher immer die Kalecinski-Treppe. Die Kalecinski-Treppe schaut so aus, dass einmal 1,5 Wochen nichts passiert und dann fliegen 5 Kilo weg. Ja. Und dann passiert wieder eine Ewigkeit nichts und dann fliegen wieder 5 Kilo weg. Und dann geht es 4 Kilo hoch. Und dann geht es wieder mal 4 Kilo hoch. Auch diese Kalecinski-Treppe hatten wir dieses Mal nicht, sondern es war ein schöner, harmonischer Verlauf, der eigentlich durchgezogen ist. Wir konnten dieses Mal immer wieder auffüllen dazwischen, konnten dem Körper Energie geben. Cardio war auf ein Minimum, sprich es war ganz anders. Und weil er vorher das direkt angesprochen hat, ich habe dieses Mal keine einzige Sekunde irgendeinen Zweifel gehabt. Und es war dieses Mal keine einzige Sekunde irgendwie ein Angstgefühl von mir da, dass irgendwas nicht passen könnte oder nicht hingehen wird. Ich habe vorher zu Alicia auch schon gesagt, das klingt jetzt zwar blöd, aber ich habe es erwartet. Also es war so klar, dass du einfach die Leistung bringst, dass du das abrufst, dass du dir keine Fehler erlaubst, dass du deine Performance bringst. Du bist so stabil in deinem Surrounding, das du hast. Das ist so eingeschleift, dass du halt einfach wie im Moment eine Maschine halt ganz einfach supportest. Das heißt, ich habe eine tiefen Ruhe gehabt, wie ich es eigentlich noch nie in irgendeiner Prep in fast 20 Jahren, wo ich das mache, gehabt habe. Das hat man, glaube ich, gegenseitig auch gemerkt. Ich muss auch sagen, das war meine erste Vorbereitung, wo ich vom Kopf einfach komplett entspannt war.
am Ende muss ich sagen, wo wir dann hier waren, war es schon wieder so ein bisschen, wie hat Michi damals gesagt, nicht der Ritt auf der Kanonenkugel, sondern ja, da hatten wir irgendeinen so guten Spruch dafür. Mir fällt er jetzt nicht ein, wenn er mir noch einfällt, zeige ich es. Ein Husarenritt. Ja, ein Husarenritt. Es war ein Husarenritt und hier war es dann nur gegen Ende dann so, die letzten 3-4 Tage, wo mein Kopf dann, wo du dann wieder ein bisschen gerade rücken musstest und sagen musstest, okay, das klappt, das haut schon alles hin. Aber sonst war ich die ganze Vorbereitung so gut am Start vom Kopf und die Diät hat sich so, was mir dann aber nur kurz Angst gemacht hat sich so nebensächlich angefühlt. Ich habe alles nebenbei gemacht. Das kann auch Unsicherheit vermitteln irgendwie. Und es war so leicht. Dann nach 4 Tagen schreibt Stefan, ja, geh abends mit Alicia Sushi essen. Und ich denke so, nee, ich muss jetzt meine 90 Minuten Cardio machen und keine Kohlenhydrate mehr essen. Nur nach dem Training 50 Gramm Reis. Und dann, auch Markus hinter der Kamera, habe ich dann öfters gesagt, so, es fühlt sich gerade zu gut an. Mir geht es gerade noch zu gut, weil es normal war, klar, 12 Weeks out. Weg mit dem Essen. Weg mit dem Essen und dir geht es nur noch beschissen und du lebst nur noch irgendwie von Tag zu Tag. Aber diesmal war es komplett entspannt, was ich jetzt auch mal einfach offen und ehrlich sagen muss, Stefan hat definitiv auch, was die Supplementierung und so angeht, dieses Mal viel weniger gemacht. Und es hat irgendwie noch besser funktioniert und da musste ich auch erst mal Vertrauen schenken, weil ja, ist ja auch was, wo man dann erstmal gucken muss, okay, nee, es fühlt sich dann irgendwie nicht richtig an. Und dementsprechend war das gesamte Paket so am Anfang erstmal so, wow, okay, Unsicherheit und hat dann einfach so gut funktioniert und der Körper war am Ende so super erholt und auch mit dem Training, was überwacht wurde, dann nochmal von Stefan und man echt den Körper hat erholen lassen. Das hat am Ende perfekt funktioniert und ich habe so viel wieder dazugelernt und ja, auch einfach viel mehr Vertrauen, noch mehr wieder dazu gewonnen dir gegenüber. Und das ist halt, was ich immer wieder sage, diese beständige Arbeit das Ganze ausmacht. Und ja, auch wenn nicht jede Vorbereitung gleich ist, war es wieder mal einiges, was wir beide, denke ich, lernen konnten. Voll. Und den Körper jetzt immer in Zukunft noch besser einstellen können, alles optimieren können, aber auch für andere Situationen dann wieder gewappnet sind. War dann auch komisch, das Cardio von 30 Minuten, was ich das ganze Jahr mache, auf einmal auf 20 runterzufahren und ich mir denke, hey, jetzt bist du eigentlich im Aufbau, machst du dann mal, ja komm, mach Cardio ein bisschen raus, schreibt Stefan, dann mach mal 4-mal die Woche 20, das passt. Und dann jetzt irgendwie dann in der Diät auf einmal weniger und ja, der Körper hat anders funktioniert und am Ende ist es aber trotzdem super hingekommen, also die Härte war komplett da. Das Schöne ist, oder auch jetzt von der Perspektive, wie man das anschaut, es gibt ja unterschiedliche Bodybuilding-Härten. Mhm. Ja, es gibt dieses fast krankhaft ausschauende, es gibt das lasche und es gibt das plastisch scharf konturierte. Ja. Und du hast halt dieses plastisch scharf konturierte gehabt, dieses für deinen Körper, natürlich kann man das jetzt nicht direkt vergleichen, aber trotzdem dieses Phil Heath plastische, dieses runde, scharf konturierte, dünne, hautige und jetzt nicht so dieses grindig ist jetzt voll schon Wort, aber weißt du, diese ich fand auch den Look im Vergleich zu den Arnolds so geiler. Ja, genau. Weil ich, wie du schon sagst, der Arnold sah ich wirklich auch durch aus. Ja, jeder, der die Vorbereitung gesehen hat, man hat richtig angesehen, der hat sich richtig dahergeprügelt. Und das hat man am Ende auf der Bühne dann auch gesehen. Ich habe da halt auch bis zum Ende durchgezogen, zwar dann auch am Ende ein bisschen entspannter gemacht, wo wir dann in Columbus zusammen waren, aber auch nicht so. Und man hat einfach gemerkt, mir ging es dann auch nicht mehr gut. Die Vorbereitung hat mir extrem in den Knochen gestanden und jetzt geht es mir einfach noch super gut. Und ja, ich war ziemlich gut erholt dann am Ende. Und dieser frische Look, den mir Stefan immer, seit wir angefangen haben miteinander zu arbeiten, und ich immer gedacht habe, was für ein frischer Look, was erzählt denn der jetzt da? Also ich kenne halt flach, hart oder prall oder nicht, aber dieses Frische, was man dann reingebracht hat, was viele dann halt zum Beispiel auch durchs Alter oder so dann irgendwann verlieren, war einfach jetzt extrem gut da. Und ja, ich bin extrem happy, dankbar auch für dich, dass wir da so ein Ding auf die Bühne gezaubert haben und hat mir mal wieder nur noch mal bewiesen, du brauchst da keinen amerikanischen Guru-Coach, der was in meinen Augen der Guru-Coach des Jahres oder des Olympias 2022 war, der sitzt hier mit 3 Leuten in der Top 10. Also 4? Ja, aber ich meine jetzt nur in der Classic. Nur in der Classic, ja.
wo man sagen muss, also ohne jetzt irgendwie abwertend zu klingen oder so, ein Wesley, der halt, wo es halt nicht klar ist, dass der in der Top 10 landet, so, sondern wirklich durch die Verbesserung, die er jetzt noch gebracht hat, in den Top 10 gelandet ist. Ja, beweist einfach nur, dass die Arbeit Früchte trägt und funktioniert und muss da auch jedenfalls die Props aussprechen. Richtig geil gemacht und definitiv da, ja, hoffentlich das Outlaw-Team als Gesamtes auch gut vertreten mit Wesley und Fabi und Diogo natürlich in der Men's Physik und auch die Mädels, die am Start waren, natürlich auch alles super, super hingezaubert und bei keinem jetzt, wo man sagt, was ich auch immer geil finde, wo man sagt so, ja okay, das war jetzt so ein Glückstreffer und bei dem gibt ja immer wieder Vorbereiter, wo ich sehe, da sieht der einmal so geil aus, wo du denkst, wow, wie hat der das hingekriegt und dann im nächsten Wettkampf ist 360-Grad-Wende. Bei dir sind es vielleicht so 5-10%, wo du immer so abweichst und ich weiß, dass du sehr hart mit dir selber bist und das dann auch nicht auf dir sitzen lässt und ja, dementsprechend ist da immer das Mindset auch von mir so, dass ich weiß, okay, ich werde mit 5-10% Abweichung immer die Form bringen, die du dir vorstellst im Kopf und da kann man einfach definitiv auch ein gutes Vertrauen miteinander aufbauen und dem auch ja, der ganzen Zusammenarbeit auch Vertrauen schenken. So. Ja. Lässt auf jeden Fall Blick in die Zukunft geben, dass da noch was kommen wird. Was willst du für Verbesserungen jetzt bei mir sehen? Wieder das Gleiche, was wir jetzt schon gemacht haben. Vielleicht auch zum Gewicht noch kurz, was jetzt... Das Gewicht, also wir haben am Abend eingewogen, also ihr müsst euch vorstellen, das Gewicht schwankt natürlich im Tagesablauf bei Menschen, das kennt ihr alle, beim Bodybuilder noch viel mehr. Wir haben am Abend eingewogen, ich würde jetzt sagen, mit 99 Kilo flach gestrichen. Das heißt, wir haben 2 Kilo Luft bei einer Abendeinwaage. Wir haben wahrscheinlich 3 Kilo Luft bei einer morgens nüchtern Einwaage. Wobei man ja ehrlich dazu sagen muss, über den Tag Gewicht verlieren ist sogar noch leichter ist, als es in der Früh nüchtern zu haben. Also sagen wir mal, wir haben 2 Kilo Luft noch. Das heißt, es ist Raum nach oben. Das ist jetzt ein Netto Plus von, würde ich sagen, 3 Kilo. Ja. So circa, was wir von der Arnolds realisiert haben. Und das war halt nicht nur eine Zahl, sondern das war zu 1000% sichtbar. Es war zu 1000% in jeder Region sichtbar. Viele Plastizität, Schulter, Armbereich, natürlich Armbereich am stärksten verbessert. Der Rücken hat sich verbessert, aber der Rücken ist halt ist noch einfach die Sache, die am gewaltigsten nachziehen muss, weil es geht halt jetzt darum, in der Zukunft, man muss jetzt nicht auf die nächste Saison oder die nächste Show festlegen, aber es geht halt darum, das Potenzial ist da, die Möglichkeit ist da, das Treppchen ganz oben zu erreichen und dafür sind ganz einfach noch Verbesserungen notwendig. Safe, auf jeden Fall, klar. Und ja, ich bin da auf jeden Fall zuversichtlich, dass wir das gut hinkriegen oder ich das hier mit dem Team im Rücken auf jeden Fall hinkriege und bin jetzt umso motivierter irgendwie, also keinesfalls auf der Seite jetzt zu sagen, okay, hey, von 4 auf 3, jetzt bin ich zufrieden mit einer der besten oder Platzierungen in Deutschland, die wir hatten beim Olympia. Das ist nicht der Ansporn, sondern wir denken uns, wir holen jetzt die großen Titel mal komplett nach Hause und das wäre definitiv ein Ziel und da arbeiten wir jetzt Vollgas drauf hin und gucken, was in Zukunft so abgeht. So sieht's aus hier. Richtig. Kleiner Einstand aus Las Vegas. Also die Pläne sind schon wieder gemacht. Wir haben zwar gestern gut gefeiert, aber parallel zum Feiern auch schon wieder den Schlachtplan gemacht und der wird jetzt auf jeden Fall befolgt und weiter marschiert. Weil ich fühle mich ehrlich gesagt auch noch zu der Frischheitsgeschichte, fühle ich mich sehr, sehr frisch und ja, vom Kopf auch ausgeruht. Das ist auch viel, was Kopfsache ist. Oft ist man so nach einem Wettkampf, jetzt geht gar nichts mehr, jetzt brauche ich, keine Ahnung, 10 Wochen Ruhe und will von niemandem was hören und erst recht nicht von irgendwie Wettkämpfen. Aber bei mir ist es gerade genau das Gegenteil. Der Hunger ist da. Ich bin weiterhin gut gesettelt im Kopf und habe Bock, da jetzt weiterzumachen und keinesfalls irgendwie die Schnauze voll jetzt von Wettkämpfen, sondern eher andersrum. Ich habe jetzt Motivation getankt und
will da jetzt die zwei, die noch vor mir waren, definitiv mit aufmischen und da mit in dem Callout drinstehen und zeigen, was Polacco auch abliefern kann. Und ja, Stefan wollen wir auf jeden Fall auf die Guru-Liste des Jahres von wie sagt man, dem ein oder anderen Online-Magazin, Bodybuilding-Magazin bringen, weil der wird da nie gelistet und ich glaube, nach so einem Olympia kann man das definitiv mal machen. Ja, hat er sich verdient, neben den zahlreichen Caipirinhas. So sieht's aus. Weiter geht's, einen Tag nach dem Olympia, nach dem Shooting, nach den Interviews für Rep One in der Rep One Zentrale in Vegas und weiterer Lagebesprechung mit dem Coach geht's jetzt, bevor wir später was Leckeres essen gehen mit der Family, in die Cheesecake Factory. Hab ich gehört, wurde gemunkelt. Geht's jetzt ins Powerhouse Gym, legendäres Studio von Iris Kyle, 10-fache Mrs. Olympia, glaube ich, und Hidetada Yamagashi, ihr Mann, auch ein sehr, sehr guter Profi-Bodybuilder. Ja, hier geht's ins Powerhouse Gym und es wird direkt wieder weiter angearbeitet. Heute steht Schwachstelle an, Rücken wird auseinandergenommen. Oh, going on, brother? Oh, how you doing? Yeah. Thank you, bro. Sorry, I'm with trash. Hey. Here's the chef, Hidetada. Like I told you guys, the man himself with the great gym, and I'm happy to be here and to train. Hey, thank you so much, appreciate it. Come on, you're doing what? Training? Huh? Training? No. Pictures. Yeah. With Max. Huh? With Max. Renato and Yeah. So, Iris, I got 2 of those in the 4th place and the 3rd place. And she has 10 of those in gold, so 10 times Olympia champ. Yeah, and we have some fun today, so absolutely. Let's We're do gonna have this. some fun. Yeah. In Toyland. So, we call it kids. We call it Toys R Us. Yeah, that's absolutely correct. We don't crack. We don't crack. We go on and on and on and on. Hey, Raphael, somebody's choking me. Can you take him out for me, bro? Hey, come on, bro. Take him out. What's going on here? Take him outside. It's my fucking guy. What's up, bro? How you doing? You here for some workout? Yeah. Congratulations, man. Thank you you, did bro. your team once again. Thanks, man. You Once know, again. it can only Once get better. again. Once again, baby. It can only get better and better and better. Sure. You know, you are loved by everybody, bro. Talked about I like it, how you don't take no shit. Yeah. Because I don't take shit either. And I talk a lot of shit. Yeah, but the man. difference between me and this man right here is this man back it up. Come on. They say he talking, but guess what? He back it up.
fertig mit dem Training. Ja, war eine gute Session, du hast auch trainiert, hat mal wieder gut getan, einfach so ohne irgendwelchen Ablenkungen, ohne irgendwelchen Plänen im Kopf zu trainieren, wie ich es vorher schon gesagt habe. Natürlich wurde der Laden hier auch unterstützt, die haben uns jetzt hier gratis trainieren, filmen lassen. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen hier auf jeden Fall vom Powerhouse Gym, das war's für heute. Ihr habt den Tag gesehen, was passiert nach dem Olympia. Genau, es geht weiter wie davor, zumindest ja, ein bisschen wird sich jetzt auf jeden Fall noch gegönnt. Jetzt geht's ab in die Cheesecake Factory und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf jeden Fall bis hierher. Schon mal vielen Dank für eure Unterstützung. Zurzeit gibt ihr richtig Gas, das freut uns natürlich sehr. Freunde, wir sind raus für heute. Der Käsekuchen wartet und ich wünsche euch einen guten Pump und haut rein. Bis zum nächsten Mal.